Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren SimDev Live-Folge. Jetzt sind wir schon bei der 3. Folge und heute, wie angekündigt, mit dem lieben Erik und dem Daniel. Der Daniel kommt später und jetzt ist erstmal der liebe Erik neben mir. Grüß dich, Erik. Hallo, Toni. Alles gut bei dir? Ja, denke schon. Ich habe noch ein bisschen Husten, aber soweit ist alles okay. Ja, ich denke, das werden die Zuschauer dir verzeihen. Wir warten mal, bis die ersten Leute reinkommen. Bin gespannt, wie viele heute auch wieder da sein werden. Letztes Mal waren ja reichlich Leute da habt ihr auch viele Fragen gestellt, was ja auch super ist. Genau deswegen sind wir auch live, dass wir da live direkt auf eure Fragen eingehen können. Und ja, Erik, jetzt noch nicht mal so direkt gleich drauf eingehen, nur vorab, was schauen wir uns denn heute an, auch später mit dem Daniel? Na, also wir zeigen euch heute, wie wir die Kacheln für das Gebäudesystem bauen. Ja. Und Daniel wird dann, also ich zeige euch, wie ich eine Kachel einbaue und Daniel zeigt dann, wie man daraus ein Gebäude baut. Okay, alles klar. Genauso hat man es auch angekündigt. Jetzt sehe ich hier die erste Nachricht im Chat. Grüß dich, Faultiere sind faul, cooler Name. Moin, hat er geschrieben. Und ich würde sagen, wir warten noch mal ein bisschen, bis hier mehr Leute reinkommen. Noch mal 1-2 Minuten. Auch die nächste Nachricht schon wieder. Grüß dich, Christoph. Mahlzeit. Und ja, ich würde sagen, ich spiele noch mal ein bisschen Musik ein und dann starten wir mal in 1-2 Minuten, bis die ersten Leute reingekommen sind. So, jetzt sind 6 lieben Leute im Stream. Ich würde sagen, es ist 3:03. Wir können starten, Erik. Okay. Dann schalte ich hier mal um. Und jetzt sehen wir, dein Bildschirm und, leg mal los. Ja, jetzt seht ihr einfach nur die Unreal Engine gerade. Also ich zeige euch heute, wie wir vom Modell eine Kachel so in die Unreal reinladen, dass man sie dann für das Gebäudesystem verwenden kann. So gehe ich erstmal in 3ds Max rein. Das ist das Modellierungsprogramm, was wir verwenden. Und hier habe ich schon eine Kachel vorbereitet. Das ist das Lot 0. Also das, was man dann später im Spiel sieht. Je nachdem, wie weit man sich dann von dem Mesh entfernt, wird der Detailgrad von der Kachel niedriger. Das ist dann das Lot 1. Sieht man, hat jetzt ein bisschen komisches Material. Das ändere ich mal wieder. Das heißt grundsätzlich erstmal, bedeutet das Gebäudetool, dass wir oder ihr in dem Fall damit arbeitet, wenn ihr dann eben neue Gebäudemodelle erstellt. Genau. Okay. Und da müssen wir halt die verschiedenen Lots erstellen. Und im 3. Lot ist es dann nur noch eine Plane. Und dafür müssen wir Texturen abrendern von dem Mesh. Und vorab nochmal eine grundsätzliche Verständnisfrage für die Zuschauer da draußen, Erik. Du erstellst ja hier direkt gerade ein einzelnes Gebäude, sage ich mal, oder ein Mesh von einem Gebäude. Ja, ein Teil von einem Gebäude. Also in dem Fall sind es jetzt 2 Fenster. Ja, genau. Und wie ist es dann? Ich meine, auf einer Map sind ja unzählige verschiedene Gebäude. Musst du das dann für jedes Gebäude neu machen oder wie handhabt ihr das? Ja, also wir haben ein System mit ganz vielen Kacheln. Die sind jeweils 3x5 Meter groß. Okay. Und daraus werden dann die Gebäude zusammengebaut. Also ich kann es jetzt nochmal in Unreal zeigen. Also gibt es da haben wir halt unzählige Kacheln. Ja. Und ihr seht ja auch schon, die haben ein bisschen komische Farben. Da weisen wir dann die verschiedenen Materialien hinzu. Also wir können jetzt zum Beispiel auf der Kachel hinten Ziegelsteine zuweisen oder Beton, je nachdem, was es halt für ein Gebäude ist.
Okay, also gibt es auch vorab Vorlagen, die ihr nutzen könnt. Das heißt, du musst ja jetzt nicht jedes Mal aufs Neue das erstellen. Genau, also wir können einfach alle Kacheln zusammenwürfeln, wie wir Lust haben, und daraus verschiedene Gebäude erstellen. Das zeigt Daniel euch dann später. Okay. Ich baue jetzt einfach nur eine von den Kacheln ein. Okay, super. Ich sehe im Chat nochmal ein Hallo, grüß dich, auch zurück an Mark IDB. Ja, Grüße gehen raus. Also, die Materialien weisen wir mit Vertex-Farben zu. Die kann ich euch hier mal zeigen. Das sind sozusagen Farbwerte auf dem Modell, die halt im Mesh drinne sind. Und hier schwarz kann man dann ein Material zuweisen, blau, grün und rot. Und dass das auch am Endlot funktioniert, müssen wir jetzt eine Maske abrendern von dem Mesh. Das würde ich jetzt mal machen. Dazu haben wir hier das Render-to-Texture-Tool in 3ds Max. Das heißt, das Programm, mit dem du gerade arbeitest, ist auch 3ds Max? Genau, das 3ds Max. Da wählen wir mal das Mesh aus, von dem wir die Textur abrendern wollen. Dann sagen wir dem Programm noch, was wir abrendern wollen. Also wir wollen eine Diffuse Map abrendern, also die nur die Farbwerte enthält. Dann können wir auch sagen, wo die Textur dann hin soll. Da habe ich hier mal einen Ordner erstellt, Building Tiles. So, die nennen wir dann T für Textur. Wie die Kachel heißt, 001 A. Und am Ende noch D, weil es die Diffuse Map ist. Die Texturgröße, dafür nehmen wir immer 1024 mal 512. Und dann können wir es auch schon abrendern. Und dann ist es jetzt grau, weil ich vergessen habe, das Material zuzuweisen. Jetzt ist auch irgendwie das Mesh verschwunden. Also man sieht, man muss auf jeden Fall einige Einstellungen treffen. Ist jetzt nicht so, dass man da mit 2 Klicks das Ganze fertiggestellt hat. So, es war einfach nur versteckt. Nee, war es nicht. Ist immer noch weg. Ist der Vorführeffekt. Was genau fehlt da jetzt, Erik? Na, das ganze Modell ist verschwunden. Wahrscheinlich, weil ich irgendeine Tastenkombination gedrückt habe. Mich würde ja auch mal interessieren, ob einer der Zuschauer schon mal auch mit 3ds Max gearbeitet hat oder irgendwo mal in Berührung mit kam. Wahrscheinlich nicht. Ansonsten, solange Erik mal probiert, das Problem zu lesen, schaut, wo es sich versteckt hat, würde ich sagen, ja, spiele ich noch mal ein bisschen Musik ein. So, Erik, ist es wieder da? Ist wieder da. Also ich habe einfach nur die Datei neu gestartet. Ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen hat. Ja, man muss ja immer improvisieren. Ja, improvisieren. So, genau, jetzt leuchtet es auch schon, weil wir wollen ja die Vertex-Farben abrendern. Das war das, was ich vorhin vergessen habe. Stelle ich nochmal schnell alles ein. Okay, also was hast du nochmal kurz zusammengefasst bis hier eingestellt? Also ich habe jetzt gerade das Mesh ausgewählt, was wir abrendern. Dann die Texturart, die wir abrendern. Wo es hingespeichert werden soll. So, hier ist noch die Textur in Grau von vorhin. Werden wir einfach überschreiben. Jetzt noch die Größe einstellen und dann können wir es nochmal versuchen. So, und rendern.
Jetzt seht ihr, jetzt haben wir die Farbwerte, dass die Unreal später weiß, wo die Materialien zugewiesen werden müssen. Davon erstellen wir jetzt noch eine Normal Map. Was genau ist eine Normal Map? Das ist eine Textur, die sozusagen Lichtreflexion vortäuscht, dass du sozusagen eine Struktur hast, obwohl es nur eine zweidimensionale Plane ist. Ja, verstehe. Genau, aber damit wir hieraus eine Normal Map kriegen, müssen wir erstmal eine Tiefenmap abrechnen, die sagt, welcher Teil vorne ist und welcher hinten ist. Der hintere wird dann dunkler und vorne wird heller und daraus können wir dann die Normal Map erstellen. Okay. Dazu muss ich jetzt noch eine neue UV-Map erstellen. Das ist sozusagen das 3D-Modell zweidimensional aufgeklappt. Noch ein anderes Material hinzuweisen für die Tiefenmap. Das funktioniert heute alles sehr gut. Jetzt haben wir's. Genau, jetzt sieht man hier schon, dass die Teile, die weiter vorne sind, weiß sind und die weiter hinten schwarz sind. Und so entsteht dann, oder dadurch entsteht dann später der Effekt, dass es halt dreidimensional aussieht, obwohl es zweidimensional ist. Tun wir hier noch den Dateipfad ändern, wo es hingespeichert wird. Das nennen wir dann Bump. Das steht für Bump Map, das ist einfach nur eine andere Bezeichnung dafür, also eine ältere. Okay. Dann können wir es schon abrendern. Und dann kommt jetzt, wechseln wir mal zu einem anderen Tool, das nennt sich Xnormal. Das ist sehr alt, aber es erfüllt den Zweck und zwar sehr schnell, deswegen verwenden wir es hauptsächlich noch, um die Texturen zu erstellen. Genau, dann tun wir hier einfach die Textur reinziehen, gehen auf Generate und dann wurde die Normal Map erstellt. Und wozu genau brauchen wir dann jetzt im nächsten Schritt die Normal Map? Das zeige ich euch dann gleich in der Unreal Engine. Also die sorgt halt am Ende dafür, dass es so ein bisschen den Effekt hat, dass es dreidimensional ist. Ja. Genau, dann gehen wir jetzt in die Unreal Engine rein. Tun die Texturen reinladen. Ne, vorher müssen wir noch die 3D-Meshes exportieren. Das heißt, wir sehen, es sind einige Steps zu tun? Ja. Also es ist, wenn man viele Kacheln macht, hauptsächlich sehr zeitaufwendig. Und neue Kacheln macht man meistens, wenn man neue Teile von Gebäuden erstellen will. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine andere Art Balkon will oder ein anderes Fenster oder... Ja, und diese Vorlagen, die landen dann am Ende des Tages in der Unreal Engine und können dann jederzeit wieder verwendet werden und da auch nochmal also die verwenden wir für die Gebäude oder dann im Modding-Editor. Ah, okay, das heißt, die Leute, die Zuschauer, die auch mit dem Modding-Editor arbeiten, können dann immer jeweils das Ganze benutzen für ihre eigenen Maps. Ja. Sehr cool. Die können sich ja auch jederzeit selber neue Kacheln erstellen. Dafür zeigen wir nun mal, wie das alles funktioniert, weil es ist, wie man sieht, ein bisschen kompliziert. Würdest du sagen, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, jetzt auch hier heute mit der Anleitung, dass man das dann durchaus auch selber hinbekommen würde? Ja, also es ist am Anfang wirklich komisch, aber wenn man es dann einmal raus hat, ist es sehr simpel. Okay, cool. Ja, heißt dann auch wieder eine weitere Möglichkeit, um nicht nur mit dem Modding-Editor seine eigenen Maps zu erstellen, sondern dann auch noch einen Schritt tiefer zu gehen und vielleicht eigene Vorlagen zu erstellen für sehr, sehr spezielle Gebäude, die man eben dann in seinen Maps drin haben möchte. So, jetzt habe ich mal das Mesh importiert. Da importieren wir dann jetzt schon mal das erste Lot. Das ist bei den Lot Settings. Was genau ist ein Lot? Ja, dass der Detailgrad immer geringer wird. Okay. Je nachdem, wie weit man von dem Objekt entfernt ist. Dass es halt performanter wird am Ende. Ja. Also ich kann jetzt mal hin und her schalten, schon zwischen den ersten beiden Lots. Also man sieht das ein bisschen hier oben
der Detailgrad halt geringer ist. Es ist ein bisschen nicht so aufwendig zum Berechnen dann später. Das ist natürlich auch immer die Sache, es soll natürlich schön aussehen, aber performant soll es natürlich auch bleiben. Genau, als Lot 2 verwenden wir dann einfach nur noch eine Plane. Und dafür haben wir jetzt die Texturen abgerendert, dass man trotzdem noch später die Fenster sieht und alles. So. Dann muss ich jetzt hier mal ein Material rüber kopieren von den anderen Meshes. Kann ich einfach irgendwie hier auf Türen gehen. Genau, dieses Material brauchen wir. Schon mal ein bisschen hier zur Seite das Fenster. Normalerweise hast du natürlich mehrere Bildschirme. Ja, das ist ein bisschen tricky hier auf 2. Ja. Also nur zur Info, normalerweise arbeiten unsere Grafiker und Programmierer mit 3 Bildschirmen. Heißt, wir sind das natürlich auch gewohnt und das jetzt, um das Ganze mal zu demonstrieren, ging das Ganze nicht. Da hat man jetzt halt nur einen Bildschirm, deswegen. Ja, müssen wir halt ein bisschen hier die Fenster hin und her ziehen. Genau, das ist dann das Material für das zweite Lot. Da tun wir hier einmal die generierte Maske zuweisen. In welches Programm weist du das jetzt genau zu? Das ist Unreal. Also ist der Material Editor von der Unreal Engine. Dann weisen wir dieses Material hier im Mesh zu. Und dann sieht man schon, also ich habe es nicht gespeichert, deswegen sieht man, dass es nicht passt. Genau. Jetzt hat es auch hier diese Form von der Tür und so ein bisschen die Reflexion, als wenn das halt nicht zweidimensional wäre. Es steht so ein bisschen raus. Ja. Genau, dann brauchen wir auch noch das Material für das ganze Mesh, dass es auch so rosa aussieht. Ich tue den mal wieder hier rein. Leute, an der Stelle auch nochmal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt dazu, wenn ihr irgendwo nicht mitkommt, gerne in den Chat schreiben, sodass der Erik direkt auch drauf eingehen kann. So, das ist das Material für das Mesh. Und dann stellt man noch die Entfernung ein, ab wann jetzt zum Beispiel das erste Lot schaltet. Also das sind dann genau die Einstellungen, wo man dann sagt, okay, dass es von nahen, sage ich mal, optisch gut aussieht, aber von weiter weg noch performant. Also jetzt habe ich hier eingestellt, bei 0,1 soll das erste Lot schalten. Bei 0,05 machen wir das zweite. Und wenn ich dann auf Lot Auto gehe und mich von dem Mesh entferne, dann sieht man hier oben die Screen Size und bei 0,1 müsste das dann schalten. Ah ja. Also man sieht dann den Unterschied wahrscheinlich gar nicht, weil man so weit entfernt ist. Okay, und das sind auch dann grundsätzlich die Einstellungen, die du dann auch für die Spiele triffst, oder variiert das immer, oder ist das dann immer gefühlsmäßig, oder? Ich schaue es mir einfach an, also okay. Ich stelle es nochmal anders an, weil... Also du testest dann auch das direkt? Ja. Durch die Remote-Verbindung kann ich mich leider nicht viel weiter vom Mesh entfernen, deswegen müssen wir 0,2 einstellen. Aber jetzt sieht man, jetzt ist es Lot 1. Nee, warte, ich habe es nicht eingestellt. So, jetzt. Auf Auto. Genau, wenn ich mich jetzt entferne. Jetzt hat's geschaltet. Ah ja. Also jetzt hat man weniger Detail und wenn man jetzt näher rankommt, hat man wieder mehr. Genau. Und dann zu guter Letzt fügen wir der Kachel noch Collision hinzu, dass man später nicht durchlaufen kann. Da kann man hier einfach auf Box Simplified Collision und es reicht für die Kachel schon komplett aus. Okay, Simplified Collision, ist das so dann einfach eine Vorlage? Ist dann es ist einfach nur eine Box, die jetzt komplett über das Mesh gezogen wird. Okay, und das könnte man auch noch
wenn man möchte, spezifischer an der Stelle. Genau, also angenommen, man hat jetzt eine Tür, dann kann man die Box hier noch anfassen und kann sich die dann so zurechtziehen. Mhm. Und dann halt so einen Ausschnitt machen und dann verschiedene Boxen halt kopieren. Also man könnte es jetzt auch sehr genau machen und die jetzt zum Beispiel um die Fenster platzieren, die beiden Boxen. Ja. Kann ich jetzt hier mal schnell machen. Grüß dich, Elvis. Alle, die zuschauen, auch gerne mal einfach Hi reinschreiben. So, und da hat man jetzt ja halt ein bisschen eine detailliertere Collision. Das ist bei den Fenstern egal, weil da die Leute wahrscheinlich nie rankommen. Wenn die irgendwo am ersten Stockwerk oder so sind. Okay. Aber jetzt bei Türen gerade oder wenn es jetzt irgendwie ein Shop-Fenster ist, was dann halt vorne sein soll, da macht es dann schon Sinn, wenn man es ein bisschen detaillierter macht. Okay, und kann man diese Collision dann auch, wenn man jetzt sagt, okay, man braucht jetzt irgendeine Vorlage aus der Unreal Engine von einem Fenster etc., sucht sich da eine Variante aus, ist dann die Collision da vorgegeben? Oder was ist, wenn die Collision da zum Beispiel jetzt nicht vorhanden ist und ich möchte das aber an einer Stelle auf der Map platzieren, wo wo ein Spieler hinkommen könnte, kann man dann das Ganze noch rückwirkend in der Unreal Engine ändern oder ja, verhält sich das? Man kann die Kacheln jetzt jederzeit bearbeiten. Also okay. Wenn man es jetzt detaillierter haben will, kann man einfach die betroffene Kachel öffnen und Collision hinzufügen. Oder man dupliziert sie und dann ändert man das im Duplikat, wenn man das Hauptmesh jetzt nicht bearbeiten will. Also ihr kontrolliert das dann auch immer noch mal, wenn ihr da was rauszieht und benutzt und die Map einsetzt? Ja, also wir machen ja dann später noch so generierte Gebäude draus und dann sehen wir ja, ob irgendwas nicht passt oder ob wir noch irgendwas verändern wollen. Alles klar. Ja, das war's dann soweit von mir. Ja, habt ihr dazu noch irgendwelche Fragen? Blaulicht-Fan hat nochmal Hi reingeschrieben, grüß dich. Ja, ich denke, Erik, hast du schon auf jeden Fall verständlich erklärt. Ich hab's versucht, also es war ja ein bisschen... Nee, ist ja auf jeden Fall gelungen, weil ich hab's verstanden und ich habe davon gar keinen Plan. Ich hatte davor auch jetzt nicht wirklich einen Plan und muss sagen, das Ganze war wirklich nachvollziehbar, wieso du welche Schritte gegangen bist und ja, warum man überhaupt das Ganze auch einstellt und wie sich das verhält, auch über die mehreren Programme. Mhm. Und ja, denke ich, war wie immer auch ein schöner Einblick, dass man auch mal mehr Verständnis bekommt, wie solche Gebäude überhaupt entstehen, weil am Ende des Tages als Spieler macht man das Spiel an, zockt das und dann sind da Gebäude und man weiß eigentlich gar nicht, wie sowas funktioniert, wie sowas entsteht und dann finde ich es doch interessant, wie viele Schritte da für auch ein Gebäude dazugehören, weil man ja vielleicht meinen könnte, okay, ihr setzt da einfach nur aus einer Vorlage weiß nicht, wie eine Art Baukasten, so ein Gebäude in die Map und das war's. Ja, naja, es ist ja wie ein Baukasten, nur man muss halt erstmal die ganzen Vorlagen erstellen. Ja. Also ich habe hier mal einen Ordner offen mit den ganzen Kacheln. Hier sieht man auch schon unten, es sind 775 verschiedene Kacheln. Oha. Also eigentlich muss man nur in den seltensten Fällen jetzt neue Kacheln erstellen, weil es gibt eigentlich schon so gut wie alles. Okay, und die wurden alle von uns erstellt? Genau, die haben wir alle nach und nach über die Jahre eingepflegt. Für alle möglichen Sonderfälle, also hier hat man einen Balkon und Fenster, alles, irgendwelche Bögen, Türen, Einkaufsläden, hier kann man einen Café draus bauen oder so. Ja. Wir hatten ja auch Ende letzten Jahres, schon ein paar Monate her, hatten wir auch nochmal den Modding-Editor, die Library, auch nochmal vervollständigt, nochmal Dinge hinzugefügt, die uns zur Verfügung standen, aber dem Spieler noch nicht. Und ja, da auch nochmal der Hinweis, also auch im Modding-Editor, ihr habt da unzählige Vorlagen, verschiedene Möglichkeiten, Varianten von allen möglichen Dingen, um da auch wirklich eure Map individuell gestalten zu können. Das heißt, wer das noch nicht ausgecheckt hat, da auch nochmal wirklich einen Blick drauf werfen oder vielleicht sagt der ein oder andere, ich habe bisher noch nichts im Modding-Editor gehabt, habe aber schon immer mal drüber nachgedacht, finde es eigentlich jetzt auch interessant, vor allem wenn ich es jetzt hier nochmal so im Detail erklärt bekomme. Dann schaut euch einfach auf YouTube auch zum Beispiel unsere Modding-Editor-Tutorial-Serien an. Da habe ich mit dem lieben Timo das Ganze von Grund auf mal gefilmt. Dazu werden jetzt auch in Zukunft hier noch live zum Modding-Editor mit dem lieben Timo weitere Folgen kommen, Themen kommen, die wir besprechen. Das
Das heißt, ihr habt da auf jeden Fall sehr, sehr viel Material, um euch das Ganze mal anzuschauen und gegebenenfalls auch zu starten, wenn ihr da eben Interesse habt. Und das sieht vielleicht alles am Anfang immer ein bisschen kompliziert aus, aber ich denke, wie auch Erik, du schon gesagt hast, wenn man sich da einmal reinfuchst, dass sich das auch mal anguckt, ist es dann auch immer wieder das Gleiche. Ich sehe hier auch gerade noch eine Frage, ob man Vorlagen auch mit Blender erstellen kann. Ja, die kann man natürlich auch mit Blender erstellen. Die Modellierung ist ja relativ gleich. Vertex-Farben zuweisen geht auch und man kann die Texturen sich auch abrendern. Das ist alles kein Problem. Ja, cool. Habt ihr sonst noch Fragen? Dann stellt sie jetzt, denn ansonsten wären wir dann an dem Punkt, dass der liebe Daniel zu uns ans Mikrofon ins Bild kommt und dann mal das Ganze weiterführt, was du, Erik, uns jetzt ein bisschen gebastelt hast. Ja. So, Leute, also ich sehe, ihr habt keine weiteren Fragen. Das heißt, an der Stelle würde ich mich bei dir bedanken, Erik. Kein Problem. Danke für deine Zeit, wirklich immer wieder. Sehr, sehr interessant und sehr hilfreich, auch für die Community. Ist nicht selbstverständlich. Danke dir, Erik. Kein Problem. Gut, dann schalte ich mal ein bisschen Musik ein und wir wechseln mal den Erik mit dem Daniel. So, grüß dich Daniel, jetzt auch im Bild zu sehen. Ja, hallo Toni. Herzlich willkommen. Und hallo Chat. Ja, ich habe, bevor wir jetzt hier weitermachen, nochmal Fragen gelesen vom ATC Beer. Er fragt, kann man Vorlagen auch mit Blender erstellen? Ja, sicher. Also das 3D-Programm ist ja letztendlich egal. Wichtig ist halt, dass ihr das als FBX dann abspeichert und dann in Unreal dann reinleitet. Okay, und dann weiter unten hat er auch nochmal gefragt, welches Format braucht man? Ja, das wäre das FBX-Format, genau. Aber grundsätzlich werden dann auch alle Formate unterstützt, die eben auch die Unreal Engine unterstützt. Ist das richtig? Ja, jetzt in dem Fall für die 3D-Modelle verlangt Unreal halt das FBX-Format. Aber du kannst halt mit jedem 3D-Programm eben FBX erstellen. Oder es gibt dann halt irgendwelche Add-ons, die man sich runterladen kann, womit man dann auch ein FBX abspeichern kann. Okay. Alles klar. Ja, dann schalte ich mal wieder um auf PC. Daniel, was genau oder wie genau kann man das, was jetzt der Erik erstellt hat, weiterführen?
Ja, wir haben halt unsere Building Generator. Da gibt es halt eine ältere Version, womit wir hauptsächlich gerade noch arbeiten, weil die neue Version noch nicht ganz fertig ist. Ich zeig mal kurz die neue. Also Building Generator ist das Hausbautool. Genau. Du hast halt hier unseren Modding Editor. Ich kann da noch mal kurz reingehen. Hier. So, hier haben wir den Building Designer. Wenn man hier draufklickt, erscheint hier oben links die Create-Funktion. Damit erstellen wir erstmal die Grundform von dem Gebäude. Und wie man sieht, kann man zurzeit auch nur rechtwinklige Gebäude erstellen. So, der hat mir jetzt hier so einen Kasten gebaut. Das dauert noch ein bisschen. Wo ist die Tastatur? Die ist einmal unter dir. Ja, alles ein bisschen Den kann ich hier gar nicht rausnehmen. Ja gut. Dann muss ich hier ein bisschen rumprobieren. Ach so, ja. Ein bisschen groß geworden, das Gebäude. Ich mache nochmal ein kleineres. So, nochmal löschen. Ja, alles ein bisschen ungewohnt, war ja bei Erik auch so. Ist natürlich was anderes, als wenn man da jetzt an seinem gewohnten Arbeitsplatz sitzt. Genau. Mit 3 Bildschirmen. Ja, vor allem, ich muss hier so schräg auf den Bildschirm schauen, der hier so in den Tisch eingearbeitet ist. Und Andrea ist abgestürzt. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier live einen Absturz. Genau. Dann machen wir ja mal kurz Musik. Ich muss das erstmal wieder laden. Starten wir das nochmal neu. Ja, Leute, wir haben das Ganze jetzt nochmal hochgefahren. Das dauert natürlich 2-3 Minütchen. Erstmal, ja, grüß dich, Lisa, zurück. Ich hoffe, dir geht's gut. Kannst du mal reinschreiben. Und ja, der Stream laggt sehr. Das sollte jetzt nicht mehr sein. Haben wir jetzt behoben. Und der Daniel ist gerade noch dabei, das Ganze wieder hochzufahren. Das natürlich... Ja. Es muss jetzt erstmal Berlin geladen werden, damit ich eine komplette Szene habe, wo ich das Gebäude setzen kann. Und das Programm ist jetzt abgestürzt, weil unser neues generiertes Gebäudetool halt ein bisschen buggy ist. Ja. Deshalb zeige ich das jetzt am besten mal mit dem alten Tool. Dann wird es definitiv nicht abstürzen. Das ist super. Genau, es geht ja nur grundsätzlich darum, dass du es mal zeigst, wie das Ganze funktioniert. Und ich denke, dafür reicht das Alter vollkommen aus. Und ja, sollte jetzt wieder normal laufen. Stream läuft wieder? Ja, schön. Ja. Das passiert halt manchmal live. Ja. Gut, lädt noch, sagst du, Daniel? Es lädt noch ein bisschen. Du kannst ja... Gut, dann spiele ich noch mal ein bisschen... andere Sachen quatschen oder Musik. Ja, spiele ich noch mal Musik ein. Ansonsten, Leute, jetzt auch noch mal gerne die Fragen reinschreiben. Vielleicht auch noch mal zu dem, was Erik uns schon gezeigt hat. Oder ein paar grundsätzliche Fragen zu unseren Spielen. Nutzt die Chance, jeden zweiten Freitag da direkt Antworten von uns zu bekommen.
Ja, Daniel, es lädt immer noch. Das sind so die Nachteile vom Livestreaming. Also es steht ja schon 100% dahinter, aber die Engine, die braucht ein bisschen. Berlin ist ein bisschen komplex, bis da alles geladen ist. Das dauert halt. Ja. Und wir haben das Ganze ja über Remote, das heißt, oben der Rechner. Das ist eben ein bisschen verzögert und wir hoffen, dass das geht jetzt sofort weiter. Genau. Und grundsätzlich, was wolltest du uns jetzt nochmal grundsätzlich zeigen? Können wir ja schon mal vorab. Ja, also wie gesagt, der Erik hat uns ja gezeigt, wie die Fassaden gebaut werden, also die Teilkacheln sozusagen, um halt nachher letztendlich ein Gebäude zu erstellen. Ja. Und ich werde jetzt anhand des generierten Gebäudes einfach zeigen, wie man diese Kacheln reinlädt in das Gebäude und halt noch ein paar Materials dazu weist. Okay, das heißt, dass man halt so das Grundkonzept versteht, wie die Dinge aufgebaut werden. Okay, also quasi einfach das, was Erik erstellt hat, die Vorlage, das Ganze dann auch wirklich anwenden und nutzen beim Erstellen von Maps oder wie kann man sagen, von Gebäuden. Ja, um halt die Level, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Straße in Berlin bauen, dass wir die Gebäude so gut es geht nachempfinden können. Ja. Ich sehe hier im Chat hat sich nichts getan, also anscheinend aktuell keine Fragen. Ja, wir haben ja auch noch nichts gezeigt hier. Stimmt. Es kamen ja ein paar Fragen zu dem, was Erik gesagt hat. Das haben wir natürlich auch schon alles beantwortet. Ja. Ansonsten bleibt uns jetzt... Wie gesagt, und auch das Tool, das Erik gezeigt hat, wie hieß das jetzt nochmal? Ist ja veraltet, das von Nvidia. Dieses... das habe ich mir auch nicht gemerkt. Genau. Kann ja einer im Chat mal reinschreiben, wie das heißt? Kurz mal nachschauen. Im Stream kann man ja, glaube ich, zurückspulen. Spaß. Nee, das hieß Xnormal. Und das kann man sich halt, glaube ich, immer noch umsonst auch runterladen. Und damit könnt ihr halt aus Bump Maps Normal Maps erstellen oder so. Und das geht recht schnell. Könnt halt viele Sachen direkt vom 3D-Modell, von einem detaillierten 3D-Modell auf ein Low-Poly-Modell quasi drauf baken als Textur. Okay. Was heißt jetzt ganz genau draufbaken für die gar keinen Plan haben? Das ist eigentlich nur der Berechnungsschritt. Wie die Information von dem 3D-Fenster, wenn das jetzt hier ausmodelliert ist, dass diese Informationen auf die Textur projiziert werden. Das nennt man Baking. Okay. Und das ist dann auch grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt eine neue Linie erstellen oder vielleicht auch im Fernbus ein neues Land, dann benutzt man das dann auch, um da einfach an den Straßen entlang erstmal die Gebäude zu setzen. Also wenn wir jetzt spezielle Länder haben, wo halt Gebäude auch ein bisschen anders aussehen jetzt als zum Beispiel in Deutschland, in Berlin speziell, dann bauen wir halt extra Fassaden dafür, um halt auch den Stil irgendwie nachzuempfinden. Okay, das heißt, da hätte dann in dem Fall der Erik mehr Arbeit, da neue Vorlagen zu erstellen, neue Kacheln. Ja, genau. Und grundsätzlich sind da auch keine Limits. Also alles, was in echt gibt, was man sich ausdenkt, könnte man da auch... Rein theoretisch kannst du alles bauen. Man muss halt immer schauen, wie das mit der Performance nachher aussieht. Es macht halt keinen Sinn, in einer Stadt, was weiß ich, wie viel 100, also in einer Ecke zum Beispiel, verschiedene Fassaden zu setzen. Irgendwann wird's dann auch langsam. Ja. Aber auch mit der neuen Unreal-Version ist das alles etwas performanter. Also da kann die Engine das auch schon wesentlich besser alles berechnen, dass vieles auch performant funktioniert. Ja. Also da kann man schon viel mehr darstellen, als es jetzt vor ein paar Jahren noch mit älteren Versionen aussah. Okay, und grundsätzlich ist es, also umso mehr Details das Gebäude an sich hat, umso mehr Ecken, Kanten etc., umso unperformanter ist es, beziehungsweise umso mehr Performance. Da muss halt eben wesentlich mehr berechnet werden, wenn du halt viele Details an einem Gebäude hast, wenn du jetzt sage ich mal im Extremfall, wenn du die Fugen auch noch ausmodellierst von den Backsteinen oder so, dann wird es natürlich auch irgendwann nicht mehr performant. Okay. Und optimieren kann man das Ganze dann auch, wie Eriks gezeigt hat, genau, mit den das Lots. mit den LOD-Stufen, das ist ja Level of Detail und da kann man jetzt, wir haben halt 3 im Regelfall eingestellt, man könnte auch 4, 5 nehmen, muss halt immer so ein Zwischending finden. Okay. Und variiert das dann auch von den Gebäuden an sich? Das hatte ich, glaube ich, dem Erik auch schon mal gefragt. Also er meint ja, dass
ihr, wenn ihr es dann reinzieht, das Ganze individuell dann nochmal bearbeiten könnt, beziehungsweise der Erik hat ja auch gezeigt, dass... Wir können das halt selber einstellen. Das liegt ja immer daran, wie es dann optisch aussieht. Wenn du jetzt langsam von dem Objekt wegzoomst, dass halt der Übergang von der LOD-Stufe 1 zur nächsten LOD-Stufe, die halt ein bisschen verringerte Details hat, dass das jetzt nicht zu sehr ins Auge fällt, dass auf einmal irgendwas aufploppt oder so. Ganz verhindern kann man es nicht immer, aber man kann es dann halt ein bisschen einstellen und deshalb variiert das auch von Objekt zu Objekt. Okay. Aber ich glaube hier, die Engine, die lädt einfach nicht weiter. Sie will nicht. Ja, also wir sind... Der Erik, der geht gerade nochmal hoch. Der schaut nochmal nach. Ja, der Daniel... Also wir hören gerade von der Regie, dass es nicht gefreezed ist. Der Balken läuft weiter. Heißt, es dauert. Irgendwo hat er noch ein Problem, weil seit 5 Minuten verändert sich der Balken ja auch nicht. Ja, Daniel... kann halt hier im Moment gar nichts machen. Ja, da hätte ich nochmal eine grundsätzliche Frage. Dann lass uns doch nochmal übers Hausbau-Tool quatschen. Und zwar würde mich mal interessieren, der liebe René, der war ja letzte Woche auch mit mir hier. Und unter anderem Tom natürlich auch, aber auch mit René war ja hier schon in der zweiten SimDev Live-Folge. Und da habe ich mir sagen lassen, dass der René ja das ganze Hausbau-Tool, beziehungsweise auf Englisch heißt es Generated Building, glaube ich, genau. hat das Ganze programmiert und erstellt. Ja, wie lange ist das her oder also zu welchem Zeitpunkt, bei welchem unserer Spiele hat er das dann programmiert? Weißt du das? Beziehungsweise ich kann nicht genau sagen, wann er damit anfängt. Das Problem ist ja auch, dass René dann nicht eine bestimmte Zeit daran arbeitet, bis es fertig ist. René hat ja auch noch andere Aufgaben. Ja. Und zurzeit ist halt immer was Priorität hat. Wir können halt generierte Gebäude auch noch mit dem alten Tool aufbauen. Auch von René damals programmiert. Das wurde von Matze erstellt, das alte. Von Matthias. René hat jetzt eine neuere Version erstellt, weil wir da halt noch ein paar neue Features drin haben wollen. Weil, wie gesagt, die generierten Gebäude haben halt immer einen rechten Winkel, sind halt immer Quadrate oder Quader. Ja. Und wir haben halt gerne auch die Möglichkeit, dass ein Gebäude halt eine spitze Kante hat oder eine stumpfere Kante. Da müssen wir die generierten Gebäude nicht so ineinander stecken, um das zu simulieren. Dann können wir das direkt anhand eines Gebäudes machen. Und am Anfang gab es dann noch Probleme mit den Dächern, weil da halt die Dächer müssen ja auch in einem richtigen Winkel dann erstellt werden. Und das ist halt im Moment noch das Hauptproblem, aber da sitzen wir halt dran. Ja, verstehe. Dass wir da in Zukunft halt auch mehr machen können und mehr Variationen erstellen können. Okay. So, ein bisschen hat sich was getan. Es lädt gerade nochmal neu, sehe ich. Ja, der lädt jetzt weil der jetzt abgestürzt ist, checkt er halt nochmal die ganzen Shader hier durch und... Okay. Leider können wir nicht sagen, wie lange das jetzt noch dauern wird. Ja, es könnte jetzt flott gehen. Ich werde auch das neue Tool jetzt nicht anfassen, damit es halt jetzt nicht direkt wieder knallt. Wir improvisieren, sagst du. Genau, ja, was heißt improvisieren? Wir gehen einfach zum alten Tool. Genau. Da kann ich halt ein bisschen mehr zeigen. So. Noch ein kleiner Fries und dann kann es losgehen. Übrigens, das im Hintergrund ist nicht das Programm, falls sich jemand wundert. Das hinter uns ist nicht das Programm. Was da? Ja, es steht failed. Nee, ist nicht gefailt. Nee. Nein. So, jetzt sieht's so aus, als ob's läuft. Ja, der checkt hier noch ein bisschen rum und überprüft. So, das hat er schon mal fertig. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Und aktuell arbeitet ihr da mit dem alten Programm oder mit dem neuen Hausbau-Tool oder benutzt ihr... Also ich persönlich arbeite, ja klar, es geht halt noch nicht anders. Mit dem neuen Gebäudetool haben wir halt spezielle Features noch nicht drin. Ja. Wie zum Beispiel vom Dach der Überhang. Den kann man noch gar nicht richtig editieren in dem neuen Tool und deshalb verwende ich eigentlich noch das alte, bis das neue halt vernünftig funktioniert. Okay. So, jetzt hat sich was getan. Ja, ich muss jetzt eben hier... Sagst du, ich kann schon mal umschalten? Du kannst theoretisch schon mal umschalten. Dann tue ich das einmal.
So Leute, jetzt hier seht ihr wieder den Bildschirm. Der leckt hier einfach noch ein bisschen rum. Ja, der fängt sich gleich. Hier sehen wir noch das vorhin von Erik. So, ich gehe wieder unten auf die Tastatur. Suchen wir uns eine kleine freie Stelle hier. Ja, du musst jetzt erst noch mal im Hintergrund hier den Level ein bisschen in seinen Arbeitsspeicher reinladen. Deshalb leckt er hier noch ein wenig. So. Hier die Stelle könnten wir theoretisch nehmen. Ich drehe mich einmal im Kreis, damit hier alles reingeladen ist. Tschakka, tschakka, tschakka. Komm. So. Jetzt haben wir es langsam. So, jetzt muss ich mal kurz suchen, wo wir hier die generierten Gebäude haben. Das sieht doch schon gut aus. So, wir hatten hier halt auch hier für Berlin, Benelux ist aus Fernbus, da hatten wir halt schon verschiedene Versionen von generierten Gebäuden erstellt. Die haben jetzt schon Standardfassaden eingestellt, aber die kann man natürlich jederzeit austauschen. Okay. Ach. Es lädt. Ja, irgendwas macht er. So. Super. So, runter mit dir. Sehr widerspenstig gerade. In der Ruhe liegt die Kraft. Also es läuft eigentlich stabiler. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier an dem Remote-Ding liegt. Ich versuche hier das Gebäude mal so ein bisschen ins Bild zu bekommen. Also wir sehen, du hast jetzt schon mal ein Gebäude reingezogen. Ja. Ein Schritt ist schon mal getan. Das ist jetzt ein random Gebäude gewesen, oder? Das ist jetzt unser altes generiertes Gebäudetool. Und wie man hier schon sehen kann, haben wir einen Anfasser, womit wir halt die verschiedenen Etagen halt erstellen können. Wenn du hier nach oben ziehst, kannst du halt hier jedes Mal eine neue Etage erstellen. Das stretcht manchmal so ein bisschen und dann switcht er halt in die nächste Etage. Mhm. So, wenn er jetzt mal irgendwann fertig ist hier mit seinem ganzen Rumgelade. So, jetzt machen wir mal hier so ein kleines Gebäude. Warten. Es ist herrlich gerade. Ja, Leute, ich hoffe, ihr verzeiht uns auch die technischen Probleme. Ja, das ist jetzt gerade, wir hatten uns gedacht, es ist vielleicht ganz praktisch, das über Remote zu machen. Ist, glaube ich, doch gar keine so gute Idee. Hatte ja funktioniert grundsätzlich. Natürlich haben wir da was anderes gezeigt, andere Programme. Hat aber ja in den ersten 2 Folgen geklappt. Ich versuche jetzt einfach mal, das Gebäude hier so ein bisschen in den Fokus zu kriegen. So, dann gehen wir hier wieder zu dem Modding Center. Gehe in den Building Designer. Mhm. Den kann man auch hier oben auswählen. Hier erstmal Selektion und hier ganz unten ist der Building Designer. So, hier, das war der Button hier mit dem neuen Tool. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Gehen hier auf Select. Dann müssen wir halt dieses Gebäude auswählen. Und dann kriegen wir hier eine neue Liste. Und wichtig ist für uns jetzt hier der zweite Punkt. Hier werden uns die ganzen Fassaden halt angezeigt. Das sind jetzt die Fassaden, die schon in diesem Gebäude hier vorgefertigt eingesetzt wurden. Man kann aber mit der Funktion hier oben, mit Add kann man halt nochmal neue Fassaden dazuladen und dann editieren. Also man ist jetzt hier nicht eingeschränkt, dass man jetzt hier nur diese Auswahl, 1, 2, 3, 4, 5 Fassaden sind jetzt hier geladen. Man könnte theoretisch jetzt noch eine 6. nehmen. Geht man hier einfach auf Add. Scrollt ein bisschen runter. Das wäre jetzt hier diese Fassade. Und da können wir jetzt einfach, ich gehe mal hier wieder in den Buildings Designer. Hier haben wir halt auch eine Liste mit unseren ganzen Fassaden, die wir benutzen können.
Hier sind halt alle drin. Hier haben wir Türen, Shop-Fassaden und all sowas. Ist ja ähnlich wie der Modding-Editor, das kennen ja dann schon die Leute, die das Ganze benutzen. Und dann kann man einfach hier per Drag and Drop kann man diese Fassade hier reinschmeißen. Mhm. So, die wird jetzt hier noch nicht angezeigt. Dazu gehen wir jetzt hier hin. Das sind halt verschiedene Selektionsmöglichkeiten. Hier könnten wir die ganze Wand selektieren und sagen so, ich möchte jetzt hier an der Seite einfach nur eine Hauswand haben. Dann wähle ich diese Wand einfach aus. So, ein bisschen warten. So. Jetzt sieht man, dass man hier nur eine normale Wand hat. Ja. Man kann auch in verschiedene Ebenen gehen. Wir haben jetzt hier das Gebäude mit 2 Ebenen. Jetzt kann ich hingehen und sagen, hier, ich möchte in der unteren Ebene gerne Shop-Fassaden haben. So. Da sind die Shop-Fassaden. Das sind jetzt 3 Fassaden, glaube ich, nebeneinander oder 4 sogar. Mhm. Kann man auch mal überprüfen hier. Das sind halt immer einzelne Fassaden hier. 3 Stück hat er hier zum Beispiel. Da hat er sich jetzt hier 3 mal den Shop reingesetzt. Wir können jetzt hier hingehen und sagen, hier oben möchte ich gerne ein Fenster noch haben. Das kommen wir kurz hoch. Nehmen wir hier dieses Fenster. Das ist sogar eine Tür. Passt jetzt nicht so ganz. Nehmen wir einfach das hier. Und mit Shift kann ich auch mehrere auswählen. Und da schmeißen wir jetzt einfach dieses Fenster rein. So, jetzt haben wir hier einmal in der Mitte ein Fenster mit Balkon und links und rechts außen eben Fenster ohne Balkon. Und so kann man sich dann letztendlich das ganze Gebäude zurechtbauen. Hier oben sind ja auch schon Materials zugewiesen, wie man sieht. Ich versuche nochmal ran zu zoomen. Also man kann das Ganze wirklich so einstellen, wie man lustig ist. Genau. Also man kann jetzt hingehen und sagen, ich bin jetzt mal fertig, die Fassaden zu platzieren. Jetzt haben wir hier unten uns die neue Fassade reingeschmissen. Die hat auch noch keine Materials. Das sind ja halt einfach nur hier die Farbwerte von Erics Fassade mit den Texturinformationen. Ja. Und da können wir jetzt sagen, so hier das Pinke, das ist halt die Häuserwand, ist in dem Fall nicht vorhanden bei dem Shop. Der hat nämlich nur den grünen Bereich. Da setzen wir halt entweder Kunststoff oder Metall rein. Das wäre dann einfach nur die Metallverkleidung um die Fenster herum. Und da können wir jetzt hier unten einfach in den Materialbereich reingehen. Und dann haben wir hier eine Liste. Ich klappe das mal eben ein bisschen auf. Komm. So. Da sieht man ja schon, wir haben hier verschiedene Arten von Hauswänden. Die könnten wir jetzt hier reinsetzen, hier reinschmeißen. Sieht man jetzt in dem Fall nicht. Das heißt, du ziehst dir das Ganze aus der Library gerade. Genau. Ja, die haben wir schon vorgefertigt, aber man kann natürlich auch selber sich mit Texturen und so die eigenen Materials erstellen. Das ist halt auch kein Problem. Ja. Man hat ja schon eine Menge Auswahl, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, haben da ja nochmal die Library erweitert. Ja. Für den Modding-Editor, also ihr könnt euch da wirklich austoben, da gibt es alle möglichen Sachen in zig verschiedenen Ausführungen. Ich zeig das hier nochmal an dem Fenster. Also hier ist halt ein Platzhalter-Material drin, weil wir in dem alten Gebäude-Tool, das kann ich auch nochmal kurz zeigen, dazu muss ich hier aus dem Tool mal kurz rausgehen. Hier unter Details. Da haben wir ja schon eine vorgefertigte Liste an Hausfassaden. Mhm. Wenn ich die hier auswähle oder verändere, sieht man ja schon direkt, gibt es halt eine große Auswahl an verschiedenen Texturen, die wir hier schon mal für verwenden können. Und wenn das halt nicht ausreicht, dann gehen wir halt hin und können theoretisch Select das Fenster hatte ich hier gehabt. Hier das. Dann schmeißen wir hier jetzt einfach mal eine andere Textur rein. Sieht
merkt man schon, dass er jetzt hier eine andere reinlädt. So kann man halt auch verschiedene Varianten an Hausfassaden darstellen. Mhm. So, und hier unten jetzt hier mit dieser Fassade, da können wir halt auch hingehen und Glas reinschmeißen. Das ist jetzt irgendein Standardglas, was ich hier gerade genommen habe. Wir haben da verschiedene Varianten. Da können wir auch theoretisch einen 3D-Raum erstellen, obwohl es nur eine 2D-Textur ist, damit das ein bisschen räumlicher wirkt. Das ist gerade unten in Shops interessant, wenn man dran vorbeifährt, dass da so ein kleiner Raumeffekt entsteht. Okay. So. Der lädt sich heute ein Wolf. Das ist unfassbar. Also das Ganze geht normalerweise natürlich viel schneller, sonst wär's verrückt geworden. Erstmal habe ich das auf 3 Bildschirmen und so, da kann ich das halt, habe ich eine viel bessere Übersicht, als hier immer rumzuschauen und rumzuswitchen. Ja. Eigentlich habe ich hier auch eine andere Liste, das wird mir hier nicht so dargestellt, wie das jetzt hier der Fall ist. Ich kenne ja die Texturen, die ich im Regelfall haben möchte, die kann ich mir dann schnell raussuchen und schnell reinziehen. Ja. Das ist jetzt hier ein bisschen umständlich, weil wir wollten jetzt auch bestimmte Sachen nicht zeigen. Ja. Das heißt, du hast bis hierhin jetzt erstmal schon erstmal das Gebäude reingezogen und dann da jetzt schon mal uns gezeigt, wie man da mehrere Texturen gleichzeitig auch anführen kann, wo man die suchen kann, dass man verschiedene einfach auch anbringen kann. Ja, genau. Ich könnte jetzt hier nochmal, ich gehe mal hier bei den generierten Gebäuden raus. Wo haben wir unsere Materials? So, und da haben wir nochmal extra Material Layer. So. Und hier, wie man sieht, kann ich eigentlich eine Liste machen. Nee, in dem Fall nicht. Nehme ich einfach jetzt mal Metal. So, da haben wir hier den blauen und den grünen Kanal. So, und den grünen schmeiße ich jetzt einfach auf irgendein Metall. Hier so ein gebraschtes Metall können wir reinsetzen. Das geht eigentlich oben auch wesentlich schneller. Also das hast du dann auch sofort geladen. Hier zieht er sich halt gerade ein bisschen. Hier kam auch nochmal eine Frage von Lisa Modding. Wann habt ihr angefangen mit dem Häuser-Tool zu arbeiten? Also seit ich hier bin, wird auf jeden Fall damit gearbeitet. Wir haben halt spezielle Gebäude, die halt spezielle Formen haben. Die werden nach wie vor richtig mit einem 3D-Programm erstellt und halt dann eingepflegt. Aber so Standardgebäude und so machen wir eigentlich auch schon seit Fernbus. Da existieren die. Wir haben halt in den ersten Städten von Fernbus sind noch ältere Gebäude gesetzt, wo einfach nur eine Textur draufgebaked ist. Das sieht man halt auch, wenn man davor steht, dass es einfach nur alles flach ist und nur eine Texturinformation drauf ist. Okay. Deshalb verwenden wir diese Gebäude auch mehr im Hintergrund mittlerweile. Ja. Und da, wo wir halt mit dem Bus halt direkt dran vorbeifahren und so, das ist dann alles mit dem generierten Gebäudetool gemacht. Okay. So, jetzt habe ich hier nochmal Kunststoff reingesetzt. Das kann man jetzt in dem alten Tool hier auch alles noch einfärben und so. Dazu müsste man hier weiter unten noch den Materials noch eine Information eintragen. Aber dann könnte man theoretisch, wenn man hier dieses weiße Plastik verwendet, könnte man dieses auch noch einfärben. Man kann natürlich auch direkt eingefärbte Materials nehmen und so, wie man das gerne gerade braucht. Ja. So, dann ist das Gebäude soweit fertig. Dann kommt halt hier oben noch das Dach drauf. Das kann man hier auch schön direkt erstellen. So muss ich hier nur mal kurz unter Details ein bisschen runterzoomen. Und das wäre jetzt ein Standardgebäude, kann man das so sagen? Ja, kann man als Standardgebäude bezeichnen. Also wir können auch mit diesem Gebäude Lagerhallen bauen und all sowas. Okay. Dass wir halt vorne Eingangstore haben und so, da kann man jetzt auch die Höhe vom Erdgeschoss auch numerisch eintragen, dass man sagt, so jetzt die unterste Hauswand, die soll jetzt 4 oder 8 Meter hoch sein, um halt einfach einen größeren Eingang zu generieren. Dazu müssten aber auch die Fassaden dann dementsprechend auch so gebaut werden. Okay. Aber das wird dann auch, der Erik, der trägt das dann auch bei den Fassaden immer dahinter ein, damit wir
anderen das auch direkt sehen können. Mhm. Und dann können wir das auch dann umbauen. So, mit dem Ruf können wir hier einfach auf Randomize gehen. Dann erstellt halt ein Dach, was im Regelfall nicht das ist, was man haben möchte. Aber das kann man halt dann hier in den unteren Werten halt nochmal nachjustieren. Da kann man auch sagen, was für Materie hier oben drauf sein soll und wie hier der Überhang, wie groß der sein soll, ob das kleinere Abstufungen haben soll, ob das Dach flach sein soll oder einen Giebel haben soll. Mhm. Das kann man alles hier in dem Bereich einstellen. Ich zeig mal kurz hier, Flat Roof, hätte jetzt einfach nur ein flaches Dach. Also grundsätzlich, wie ich das jetzt verstehe, kann man wirklich ein Haus so machen, wie man will. Es gibt keine Einschränkung. Außer, ja, dass es dann solange es jetzt rechtwinklig ist, kann man damit alles machen. Mhm. Man kann die Gebäude auch ein bisschen ineinander stecken, um halt ein paar Vorsprünge oder Überhänge oder so zu generieren und so, dass der Kreativität halt keine Grenze gesetzt. Ja, verstehe. Hier auch nochmal eine Frage von Lisa Modding. Bei der TXL-Linie gibt es auch einige Gebäude, die sehr 2D sind. Wird es da vielleicht ein Update geben, da man viele Häuser einfach via Häusertool nachstellen kann, die schön 3D sind? Frage. Ja, klar. Da gibt's auch in Berlin, das war, glaube ich, ganz am Anfang der Fall, da haben wir halt auch noch so ein paar von den alten Gebäuden stehen und auch von den größeren Gebäuden, irgendwelche Regierungsgebäude und so. Da sind wir ja auch immer wieder dran, wenn die Sachen zu veraltet aussehen, dass wir schauen, dass wir die auch ausgetauscht bekommen. Wir hatten auch vor 2 Jahren schon, als die TXL-Strecke fertig war, als wir dann schon an den neuen Strecken gearbeitet haben wir halt nochmal alte Gebäude angefasst, nochmal Fenster ausmodelliert und so, damit das einen räumlicheren Effekt hat. Ja. Andere Materials drauf, dass die Fensterscheiben halt auch realistischer aussehen, eine schöne Reflection haben. Ja klar, man kann halt immer wieder an Sachen arbeiten, man muss halt immer schauen, was Sinn macht, weil Spieler wollen ja auch wieder neue Features haben und so, neue Level haben, neue Strecken haben oder jetzt in dem Fall den Multiplayer. Da muss man halt immer gucken, was Priorität ist und was wirklich Sinn macht. Man kann ja auch nicht ewig an einem Projekt arbeiten. Ja, also es ist mit anderen Worten nicht möglich, da wirklich immer jedes Mal alles zu bearbeiten, sondern es ist eher dann einfach so, dass es dann halt... Ja klar, es ist halt immer eine Kosten- und Zeitfrage, was wir machen können. Wir sind ja auch nur ein kleines Team und da müssen wir halt auch immer schauen, was am meisten Sinn macht. Aber klar, wenn irgendetwas zu veraltet aussieht, haben wir bis jetzt ja auch immer, so gut es geht, halt auch ausgetauscht. Wenn man sich die Strecken von damals anschaut und jetzt nochmal über diese Strecken drüber fährt, wird man auch feststellen, dass viele Sachen erneuert wurden, mehr Details drin sind. Wir haben jetzt auch mit der Unreal 5 Engine neue Features drin, womit wir viel mehr kleinere Details und so darstellen können und die Performance dann doch nicht zu krass in den Keller geht. Verstehe. Ja, sehr interessant, Daniel. Dann würde ich sagen, du hast uns wirklich von... Ja, ich würde jetzt ein schönes Gebäude bauen, aber da das jetzt hier so rumliegt und so, macht das halt wenig Sinn. Aber ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden, wie es funktioniert. Also letztendlich muss man sich hier nur die einzelnen Kacheln raussuchen, die man gerne hätte, kann sich das dann schön erstellen und kann auch dann hingehen und sagen, der ruckelt sich hier mal einen ab. Das ist schön. Ich will ins Obere. Danke. So. Wenn ich das jetzt hier nochmal auswähle, kann man jetzt natürlich auch das Gebäude nachträglich ein bisschen vergrößern. Da sieht man halt, dass jetzt wieder eine alte Fassade einploppt, das und so, da muss man halt wieder das Neue anpassen, wenn man es jetzt hier verschiebt. Oder wenn man jetzt hier eine neue Etage reinsetzen will. Aber ihr seht ja schon, das ist sehr umständlich gerade hier mit dem Remote. Ja, ich bin noch froh, dass wir überhaupt zu dem Punkt gekommen sind, dass du uns das auch mit einem einfachen Gebäude zeigen konntest, denn ich glaube, es geht genau darum, klar, mit einem schöneren Gebäude, in Anführungsstrichen, wäre es nochmal, vielleicht nochmal interessanter gewesen. Ansonsten geht's ja um den Ablauf und den hast du ja uns zeigen können. Genau, ansonsten, wir können ja auch gerne nochmal ein detaillierteres Video aufnehmen und das dann auch nochmal anbieten. Klar. Gerade für unsere Modding-Szene oder so, wenn da nochmal Fragen sind, wie man irgendwas bauen möchte, oder wie man
bestimmte Einschränkungen umgehen kann, um doch noch vielleicht ein bisschen mehr aus diesen Tools rauszuholen. Das können wir gerne mal in Zukunft machen. Da könnt ihr auch schreiben, ob ihr gerne sowas sehen wollt. Genau. Dem Toni dann Bescheid sagen. Das ist alles möglich. Genau so sieht's aus. Wird ja auch grundsätzlich nicht das letzte Mal sein, dass wir hier auch nochmal aufs Tool eingehen. Also wir können ja auch mal gucken, dass in Zukunft, dass wir es irgendwie vernünftiger machen, dass wir einen Rechner hier unten direkt haben, dass wir das auch viel schöner zeigen können, weil hier irgendwas klicken und dann wird das erstmal nach oben geleitet, bis da irgendwas passiert und man merkt hier schon eine starke Verzögerung, wenn man hier was machen möchte. Genau, Leute, verzeiht's uns, wie gesagt, auch jetzt die 3. Folge erst, wo wir live sind. Wir werden das Ganze natürlich optimieren, daraus lernen. Genau, wir lernen auch noch und dann wird das Ganze dann auch von Mal zu Mal flüssiger laufen. Ja, und solche Vorfälle sind da natürlich trotzdem nicht ausgenommen. Ja, das stimmt. Aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen hier. Und ansonsten schauen wir mal, dass wir in Zukunft vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Genau, so sieht's aus. Dann ja gerne noch mal Fragen reinschreiben, falls ihr Fragen habt. Ansonsten, ja Daniel, bedanke ich mich natürlich auch bei dir für deine Zeit, wie immer. Ja, ich bedanke mich. Du bist ja immer gern dabei, was mich auch sehr freut. War wie immer interessant, war wie immer ein cooler Einblick. Wird natürlich auch wieder auf YouTube hochgeladen, Leute, also könnt ihr es dann gerne jederzeit auch mal wieder reinschauen. Schneiden natürlich auch die längeren Szenen wahrscheinlich raus. Ja, und ein bisschen einkürzen. Ich glaube, den Absturz, den müssen wir jetzt nicht mit ins Video packen. ja, transparent sein, aber da hört's auf. Nein, Spaß, genau so sieht's aus. Und ja, dann, wenn jetzt hier auch noch keine weiteren Fragen kommen, würde ich sagen, Leute, ich bedanke mich auch an jeden Einzelnen, der zugeschaut hat. Danke für eure Zeit, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Immer wieder gerne, jeden zweiten Freitag um 15 Uhr, auch in 2 Wochen wieder, hier live auf Twitch mit einem neuen Thema. Gerne bei Themenwünschen reinschreiben. Ich habe gehört, der Matthias war gewünscht im Discord, der wird bestimmt auch bald hier sein. Ob es nächste Woche ist, will ich mich nicht drauf festlegen. Wenn das Thema passt, wird er dabei sein. Ansonsten, ja, würde ich sagen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, danke und ciao.